Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute ist es mal etwas unabhängig vom Auto, und zwar geht es heute auch nicht um Simracing, sondern allgemein um das Bauen eines PCs bzw. um die Zusammenstellung eines PCs und das Zusammenführen der einzelnen Komponenten. Ich habe mich entschieden, für meine Tätigkeit eine neue Workstation aufzusetzen, die ich dann nutze, um auf dieser Kundenprojekte auszuführen. Und für diese Workstation habe ich mich für ein kompaktes Computersystem entschieden, für ein kompaktes Computergehäuse genauer gesagt, von Silverstone. Das zeige ich euch jetzt mal. Es gibt ja unterschiedlichste Möglichkeiten, wie man seinen PC aufbauen kann. Klassischerweise nimmt man ja meistens einen Tower, MIDI-Tower, Big Tower, je nachdem. Für meine Workstation habe ich mich jetzt aber entschieden, ein sogenanntes HTPC-Gehäuse zu verwenden. Früher gab es diese Gehäuse klassischerweise als Monitorstand. Das heißt also, wenn man ein bisschen weiter zurückdenkt, war es häufig so, dass solche PCs unterhalb eines Monitors standen und der Monitor dann oben drauf gesetzt wurde. Heute hat das Ganze eben einen spezifischen Namen. Wie das Ganze früher hieß, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Aber das geht so ein bisschen in die Richtung. Es gibt natürlich auch noch andere Gehäuse, die noch mal ein bisschen kleiner sind. Aber das hier sollte für meine Zwecke genau das Richtige sein, denn ich habe die Möglichkeit, auch noch ein CD-ROM-Laufwerk zu verbauen. Das braucht man heute eigentlich eher weniger, aber in so einer Workstation ist das eigentlich immer ganz praktisch, wenn man das noch mit drin hat. Es hat die klassischen Anschlüsse hier vorne für Audio und USB. Mehr braucht man eigentlich nicht. Es ist doch noch relativ groß, trotz der Tatsache, dass es eben kein Tower-Gehäuse ist. Das heißt, die Komponenten werden hier auch etwas anders verbaut als bei einem klassischen Tower-Gehäuse, aber das sehen wir dann später, wenn es an den Einbau geht. Bezüglich der Teile ist es so, da hatte ich noch einiges an Teilen bei mir in meinem Vorratsschrank. Ein paar Teile musste ich neu bestellen und da werfen wir jetzt mal einen Blick auf die einzelnen Teile, die in diese Workstation hineinkommen. Wie ich erwähnt habe, hatte ich noch einige Teile bei mir im Vorratslager, zum Beispiel das Netzteil. Das Netzteil war früher bei mir in meinem Gaming-PC eingebaut. Das habe ich dann irgendwann ersetzt gegen eine 850 Watt Version. Das Ganze ist jetzt eine entsprechende 750 Watt Version, ist aber mehr als ausreichend für so einen Workstation-PC. Da kommt jetzt nichts wirklich Verrücktes rein. Das heißt, das werde ich also wieder verwenden, um die Stromversorgung sicherzustellen. Dann habe ich mir neu gekauft einen Ryzen 5 Prozessor. Das ist noch Zen 2 Architektur, das heißt also nicht der allerneueste Schrei, dafür aber momentan sehr günstig zu haben und für so eine Workstation auch wieder völlig ausreichend. Da muss es kein Zen 3 sein. Dieses Modell hier hat 6 Kerne und 12 Threads. Das ist also für eine Workstation auch wirklich zukunftssicher und ausreichend. Und wenn der irgendwann mal nicht mehr ausreichen sollte, habe ich mich in Sachen Mainboard für ein B550 Mainboard entschieden, in dem Fall ein Mainboard von Asus. Hier auf diesem Mainboard kann man dann auch bei Bedarf Zen 3 CPUs verbauen, wenn das irgendwann mal nötig sein sollte. Im ersten Schritt, wie gesagt, aber ist das für die Workstation mehr als ausreichend. Arbeitsspeicher habe ich nicht sonderlich viel genommen, lediglich 16 GB Corsair Vengeance LPX oder Vengeance, je nachdem wie man es aussprechen möchte. 16 GB aus dem einfachen Grund, richtig viel arbeitsspeicherintensive Anwendungen habe ich aktuell nicht bei meinen Kunden, das heißt 16 GB sollten hier ausreichen. Warum ich mich für die 3200 MHz Variante entschieden habe, ganz einfach aus dem Grund, ich habe ja hier noch eine Zen 2 CPU von AMD und die AMD CPUs sind ohnehin nicht so skalierbar in Sachen Arbeitsspeichertakt und da ist 3200, 3600 eigentlich auch so ein bisschen der Sweet Spot, deswegen ist das, denke ich, auch ausreichend an der Stelle. Als Festplatte kommt eine M2 SSD zum Einsatz, in dem Fall eine Seagate Barracuda. Die ist von den Schreibgeschwindigkeiten wirklich super, also das ist eigentlich auch ein bisschen Overkill. Und dann haben wir hier noch den CPU-Lüfter. Hier habe ich jetzt darauf geachtet, dass ich einen Lüfter verwende mit einem möglichst geringen Profil oder einer niedrigen Bauhöhe. Aus dem einfachen Grund, ich habe ja dieses HTPC-Gehäuse und dieses Gehäuse bietet nach oben hin nicht so viel Platz. Das heißt, ich brauche einen flachen Lüfter
und daher der Griff zu dem Noctua NHL9. Das sind jetzt so mal grob die Teile. Ihr fragt euch jetzt sicher, ja, und Grafikkarte, was kommt da für eine Grafikkarte rein? Auch da ist es so, ich habe noch eine alte Quadro-Grafikkarte herumliegen gehabt und ich werde entsprechend diese Quadro-Grafikkarte von Nvidia hiermit in die Workstation einbauen. So, zum Thema Grafikkarte hatte ich ja gesagt, habe ich bei mir im Regal bzw. im Lager noch herumliegen gehabt eine Nvidia Quadro-Karte. Das hier ist eine relativ alte Quadro-Karte, das ist glaube ich noch Pascal-Architektur, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Sehe ich jetzt Quadro 6000, doch das müsste eigentlich Pascal-Generation sein. Nagelt mich jetzt nicht drauf fest, ich habe die jetzt einfach nur aus dem Regal genommen, vielleicht ist es auch eine andere Generation. Es ist auf jeden Fall eine Quadro 6000. Die hat, wenn ich mich richtig erinnere, 6 GB Arbeitsspeicher. Auch da bitte jetzt nicht festnageln. Ich habe sehr viele Grafikkarten und jetzt nicht bei jeder Grafikkarte die ganzen Daten immer direkt im Kopf griffbereit. Das müsste aber so ungefähr in die Richtung gehen. Quadro aus dem einfachen Grund, ich habe es hier noch rumliegen und auf der anderen Seite ist es ja wie gesagt ein Workstation-PC bzw. der Nutzungsbereich ist als Workstation-PC gedacht und daher ist der Griff zu einer Quadro-Karte auf jeden Fall sinnvoll. Wenn man jetzt später auf der Workstation oder mit der Workstation entsprechende 3D-Anwendungen, CAD-Anwendungen betreibt, ist natürlich der Griff zu so einer Quadro-Karte auf jeden Fall viel sinnvoller als zu einer Gaming-Karte. Die Quadro-Karten sind deutlich stabiler und eher für solche Langlaufprozesse, also Prozesse, die eine hohe Last verursachen und sehr lange laufen, ausgelegt. Bei Gaming ist es ja eher so Spitzen, beziehungsweise ist es eher so zyklisch mit gewissen Leistungsspitzen oder Lastspitzen. Und diese Quadro-Karten in Kombination dann mit den passenden Nvidia Studio-Treibern sind deutlich, wie sagt man denn, ja, deutlich robuster als so eine Gaming-Grafikkarte. Das heißt also, wenn ihr euch eine Workstation aufbaut, würde ich euch immer empfehlen, auf Quadro-Karten oder von mir aus auch entsprechende Workstation-Karten von AMD oder anderen Herstellern, Matrox, glaube ich, bietet auch nochmal Workstation-Grafikkarten an, zurückzugreifen. Der nächste Vorteil ist, wenn ihr jetzt so eine etwas ältere Generation nehmt, dann findet ihr die teilweise auch richtig günstig online und könnt da auch noch mal ein bisschen Geld sparen. Bezüglich der Anschlüsse, dadurch, dass das halt eine etwas ältere Version ist, haben wir jetzt hier kein HDMI bzw. kein DisplayPort und kein Mini-DisplayPort. Wir haben nur HDMI, DVI und S-Video-Out. Kennt wahrscheinlich kaum noch einer. Mir ist tatsächlich der DVI-Anschluss immer noch am liebsten. Der DVI-Anschluss gibt einfach nur das Signal raus, da ist keine rechte Steuerung implementiert. Mit den HDMI und Mini-DisplayPort-Anschlüssen ist ja auch immer ein Rechte-Management mit implementiert, was halt nicht unbedingt in jeder Situation funktioniert. Da hatte ich auch schon Probleme damit. Dann funktioniert mal ein Fernseher nicht oder irgendein Programm lässt sich nicht anzeigen. Gewisse Programme stürzen ab, andere Sachen werden nicht wiedergegeben. Also da habe ich lieber so eine einfache Schnittstelle, die das Signal rausgibt, ohne diesen ganzen anderen Schnickschnack, der auch wieder Latenzen mit ins Spiel bringt, die man eigentlich nicht möchte. Ein weiterer Vorteil von dieser Quadro-Karte, die etwas älter ist, man sieht das jetzt schön hier oben, sie ist immer noch SLI-fähig. Damals war das noch ein Thema und wenn ihr da dann eben ab und an mal schaut, auf verschiedenen Auktionsplattformen kann man sich da auch noch eine zweite Karte günstig dazu organisieren und hat dann ein SLI-System mit nahezu doppelter Leistung, ist für den Workbench-Betrieb auf jeden Fall empfehlenswert. Bezüglich Preise, die Karte, wie gesagt, hatte ich jetzt noch rumliegen. Für was ich die damals im Internet gekauft habe, weiß ich gar nicht. Die ist Secondhand. Die habe ich auch bei einer Auktionsplattform gefunden. Das Mainboard ist ja neu. Da habe ich, glaube ich, ca. 150 € gezahlt. Der Lüfter waren so um die 40 €. Der Arbeitsspeicher waren irgendwie so 60 €. Die Festplatte auch nochmal 100 €. Der CPU so 140 €. Das Netzteil hatte ich noch und das Gehäuse auch 120, 130 €. Nicht auf die Preise festnageln, aber es ist noch ein überschaubarer Rahmen und man hat nachher eine wirklich sehr starke Workstation und kann das dann eben entsprechend auch, wenn man hier richtig plant, also zum Beispiel jetzt ein Mainboard nimmt, was auch für zukünftige Generationen Support bietet, ein Mainboard, was jetzt auch entsprechend schon PCI Express 4.0 unterstützt, ist man auch für die Zukunft ein bisschen sicher, dass man da noch mal ein bisschen was upgraden kann und hat nicht nur ein System, was eben heute gut ist, sondern auch ein System, was in der Zukunft noch funktionstüchtig ist und erweiterbar. Jetzt haben wir so ein bisschen was gehört zu den einzelnen Komponenten
zu den Preisen. Und der nächste Schritt ist jetzt, ich packe mal das HTPC-Gehäuse aus und dann werfen wir mal einen Blick in das Gehäuse und wie das innen drin aufgebaut ist und wie man dort die Komponenten positioniert und bauen das langsam mal zusammen, das System. Bevor wir jetzt anfangen, die einzelnen Komponenten ins Gehäuse zu bauen, beziehungsweise ich das Gehäuse ausgepackt näher zeige, nochmal ein ganz kurzer Schwenk zu dem, was ich noch an Zubehör mir bereitgelegt habe, um die Workstation zu bauen. Zum einen einmal Wärmeleitpaste. Ich nehme hier jetzt konventionelle Wärmeleitpaste, da es sich hier ja um ein Workstation-Bild handelt. Ansonsten, wenn das ein Gaming-Bild wäre oder eine Maschine, die ich wirklich auch übertakte und am Limit betreibe, würde ich eher zu Flüssigmetall greifen. In dem Fall reicht aber konventionelle Wärmeleitpaste aus. Ein Seitenschneider, das ist immer hilfreich, wenn es darum geht, irgendwelche Kabelbinder zu entfernen oder andere Gehäuseelemente voneinander zu lösen. Teilweise ist irgendwas im Gehäuse manchmal so fest mit Kabelbindern gemacht. Da ist es immer ratsam, wenn man einen Seitenschneider zur Hand hat, beziehungsweise wenn man dann später auch Kabelmanagement macht im Gehäuse und ihr die Kabelbinder angebracht habt, dann könnt ihr mit dem Seitenschneider eben ganz einfach die überstehende Länge des Kabelbinders abzwicken. Dann eine Box mit Werkzeug oder einfach verschiedene Schraubenzieher und andere Aufsätze, um im Gehäuse eben diverse Schrauben lösen zu können oder befestigen zu können. In dem speziellen Kit sind auch Aufsätze dabei, um zum Beispiel diese kleinen Mainboard-Schrauben, die ihr verwendet, um das Mainboard vom eigentlichen Gehäuse abzuheben, die könnt ihr da auch festziehen, also so eine Art Nuss ist da mit dabei. Dann habe ich mir ein paar 120 mm Lüfter zurechtgelegt. Leider hatte ich jetzt nicht mehr so viele einheitliche. Ich habe noch einen Nicht-RGB von Corsair und 3 Nicht-RGB-Lüfter vom gleichen Typ. Jetzt muss ich mal schauen, wie viele Lüfter ich im Gehäuse verbauen kann. Ein paar möchte ich auf jeden Fall einsetzen, damit da ein gewisser Luftstrom entsteht. Bezüglich Luftstrom hätte ich gesagt, schauen wir jetzt aber einfach mal auf das Gehäuse im Detail drauf. Ich habe jetzt den Ausschnitt ein bisschen verändert, sodass ihr hier besser sehen könnt, wie das Gehäuse aussieht. Das Gehäuse ist jetzt hochkant, also so wird das später nicht den Platz auf dem Schreibtisch finden, sondern hier unten sehen wir ja die Füße, das heißt, das Gehäuse liegt nachher. Ganz klassisch, wie erwähnt, ist es früher oft so gewesen, dass solche Gehäuse eingesetzt worden sind. Sie stehen auf dem Schreibtisch und hier oben drauf kam dann der Monitor. Ich werde es jetzt so machen, ich habe einen Drucker bei mir auf dem Schreibtisch stehen, den kann man vielleicht im Hintergrund auch ein bisschen erkennen und ich werde das Gehäuse unterhalb des Druckers positionieren, den Drucker hier oben drauf. Dann habe ich am wenigsten Platz verloren. Das Gehäuse hat hier vorne 2 USB-Anschlüsse. Das sind entsprechende High-Speed-USB-Anschlüsse. Dann haben wir eben einen Anschluss für Mikrofon und Kopfhörer, analog. An der Seite, deswegen habe ich mir auch Lüfter zurechtgelegt. Das finde ich sehr schön gemacht. Haben wir Platz für 2 120 mm Lüfter. Hier ist dann nochmal so ein Staubgitter mit dabei. Das kann man einfach wegziehen. Das mache ich jetzt auch mal. Die werde ich erst später montieren, wenn die Lüfter eingesetzt sind. Und das Gute ist, dass es jetzt nicht nur auf einer Seite diese Belüftungsmöglichkeit gibt, sondern wenn wir das Gehäuse drehen, haben wir auf der anderen Seite eben auch nochmal Platz für 2 120 mm Lüfter. Und hier ist sogar ein 120 mm Lüfter schon mit eingesetzt. So haben wir also einen idealen Luftfluss von links nach rechts oder rechts nach links, je nachdem, wie wir die Lüfter positionieren. Wir können also auf der einen Seite Luft ansaugen, die wird durchs gesamte Gehäuse geführt, kühlt dadurch alle Komponenten und wird auf der anderen Seite wieder abgeführt. Eine sehr schöne Geschichte. Dann haben wir hier auf der Rückseite des Gehäuses jetzt die verschiedenen Anschlussmöglichkeiten. Also wir haben hier oben Platz für unser Netzteil. Wenn wir das Netzteil einsetzen, haben wir allerdings einen Lüfterplatz verloren. Das heißt, weil das Netzteil ja relativ tief ist, wird da wahrscheinlich kein Lüfter mehr reingehen. Das muss ich mir dann mal angucken, wenn ich es zusammenbaue. Dann haben wir hier die Möglichkeit, eben unsere Erweiterungskarten zu positionieren. Das ist dann eben hinter des Mainboards an der Unterseite. Hier drüben haben wir Platz für unser Mainboard bzw. das I/O-Shield. Und hier ist nochmal Platz für, ich glaube, das sind wahrscheinlich 80 mm Lüfter. Lasst mich mal kurz schauen. Ja, das ist dann Platz. Hier können nochmal optional 2 80 mm Lüfter reingesetzt werden, wenn man das dann zur Hand hat und wenn man das möchte. Dann auf der Unterseite gibt es nicht sonderlich viel zu sehen, lediglich eben
die Füße des Gehäuses. Dann haben wir hier vorne noch die Möglichkeit, ein CD-ROM, DVD, was auch immer Laufwerk zu verbauen. Und jetzt hätte ich gesagt, nehme ich hier einmal den oberen Deckel ab. Hier ist auch nochmal Lüftungsperforierung vorhanden, dass die Luft raustreten kann. Und dann schauen wir in das Gehäuse rein. Jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich den Deckel hier oben abnehme, wie eben erwähnt. Dafür nehme ich einfach einen Kreuzschlitzschraubenzieher. Es sind, so wie ich das sehe, aktuell nur 2 Schrauben, die den Deckel halten. Dann packe ich die Schrauben beiseite. Hier bei meinem Werkzeugkit ist jetzt so ein Deckel dabei, der so einzelne Kacheln hat, wo man eben Schrauben positionieren kann. Das kann man nutzen oder man nimmt irgendein anderes Gefäß, dass euch die Schrauben nicht abhanden kommen. Dann den Deckel einfach nach hinten ziehen und ein bisschen nach oben heben. Jetzt habe ich ihn nach hinten gezogen und dann könnt ihr ihn nach oben wegheben. Packe ich mal beiseite. Hier innen drin befinden sich jetzt die I/O-Anschlusskabel, also für euer Mainboard. Wir haben hier USB, wir haben unseren AC97 Audioanschluss. Alles bekannt, alles überschaubar. Dann haben wir hier eine kleine Tüte mit Zubehörteilen, Schrauben, Kabelbinder und andere Dinge. Die ist hier Gott sei Dank nicht mit einem Kabelbinder festgemacht, sondern einfach mit so einem kleinen Draht. Kennt man ja wahrscheinlich aus der Küche. Und hier sind dann eben unsere Zubehörteile. Das packe ich auch mal beiseite. Das brauchen wir jetzt im Moment erstmal nicht. Was haben wir noch? Wir haben hier drinnen, ich positioniere das nochmal ein bisschen um. Also von dem Gewicht her ist das Gehäuse wirklich schön leicht. Das ist wirklich sehr positiv. Und es ist trotzdem durchaus stabil. Also der Drucker wird da ohne Probleme obendrauf positioniert werden können. Da verbiegt sich nichts durch. Das ist wirklich sehr, sehr solide. Jetzt nochmal, wie gesagt, ein Blick innen rein. Ihr seht hier unten das, was ich bereits erwähnt habe, das Anschlusskabel für unsere I/O-Anschlüsse, USB und AC97 Audio oder HD Audio. Vom Stecker her ist das identisch. Dann haben wir hier oben ist bereits ein 120 mm Lüfter vorinstalliert. Ich schaue mal, ob ich den weiterverwende oder ob ich nicht doch lieber die 3 Lüfter von mir, die ich noch rumliegen habe, nehme, damit die einheitlich sind, weil, wie gesagt, ich glaube hier unten im unteren Teil, das ist dann hier, wo nachher das Netzteil reinkommt, da wird dann kein 120 mm Lüfter mehr passen. Das wird sicherlich stören. Ja, das bedeutet, ich schraube jetzt erstmal den Lüfter hier oben raus und habe dann ein komplett leeres Gehäuse. Positioniere dann als erstes einmal mein Mainboard, um zu gucken, wie viel Platz nimmt das weg, wie komme ich an die Komponenten ran, um dann zu entscheiden, setze ich den Arbeitsspeicher und die CPU vorher ein oder erst, wenn das Mainboard eingebaut ist. Das mache ich jetzt hier bei dem Gehäuse so, weil so eine Art von Gehäuse habe ich bisher noch nicht zusammengebaut und deswegen muss ich erstmal schauen, wie kann ich die Komponenten am besten positionieren. Um den Lüfter zu entfernen, haben wir jetzt hier auch nochmal ein Schild oder ein Staubschutzschild und da ist es so, da ist die Markierung nicht wie bei dem anderen Staubfilter, den wir auf der gegenüberliegenden Seite hatten, wo wir die Information bekommen, wir sollen ziehen. Jetzt bekommen wir die Information, wir sollen schieben, also Push. Das bedeutet, mit der Hand das so ein bisschen nach unten drücken, das Gitter, und nach vorne schieben und dann rutscht das aus der Verankerung. Lege ich mir jetzt auch zur Seite und dann sehen wir hier, beziehungsweise ihr seht das momentan schlecht, und dann sehen wir hier, der 120 mm Lüfter ist einfach mit ganz gewöhnlichen Kreuzschlitzschrauben gesichert. Das sieht mir jetzt nach keinem wirklichen Wahnsinnsprodukt aus. Das Plastik, das ist, glaube ich, ein sehr günstiger Lüfter, deswegen ist das auch, wie ich finde, eine gute Entscheidung, den nicht zu verwenden. Der wird bestimmt nicht so viel Leistung haben, beziehungsweise wird nicht ein angenehmes Betriebsgeräusch haben. Viele der günstigen Lüfter können die gleiche Menge Luft befördern, aber dadurch, dass sie nicht so strömungsoptimiert sind und vielleicht auch die Lagerung in der Mitte nicht so optimal oder nicht so hochwertig ist, sind sie dann im Betrieb deutlich lauter und das kann dann ganz schön störend werden. Deswegen ist es da auf jeden Fall ratsam, auf einen Lüfter zu wechseln, der höherwertiger ist.
Einerseits habt ihr dann eben ein bisschen Sicherheit, dass der Lüfter euch länger erhalten bleibt, und auf der anderen Seite habt ihr leisere Betriebstemperaturen bei gleicher Leistung. So, ein bisschen Geräusche gemacht, sorry dafür. Jetzt ist er draußen, was sehen wir hier? Das ist sogar nur ein 900 RPM Lüfter, das heißt also, der ist wirklich sehr, sehr langsam. Der ist also auf leise ausgelegt, aber ich bin mir sicher, mit einem Noctua Lüfter, habe ich jetzt leider keinen zur Hand, oder einem anderen hochwertigeren Lüfter könnte man, sage ich mal, 1200 Umdrehungen fahren und trotzdem nicht lauter sein. Also deswegen bei Lüftern immer auf Lüfter zurückgreifen, die etwas hochwertiger sind, ist da meine Empfehlung. Das nächste, was ich mache, ich werde jetzt die I/O-Kabel ein bisschen aus der Mitte des Gehäuses nehmen, damit die mir nicht ständig im Weg sind. Und werde jetzt im nächsten Schritt einmal das Mainboard probesetzen, um einfach ja, zu sehen, wie viel Platz habe ich hier. Muss ich gegebenenfalls den Schacht für das CD-ROM, DVD, was auch immer, Laufwerk rausnehmen, um mein Mainboard platzieren zu können, oder bekomme ich so auch problemlos positioniert. Hier ist jetzt also das Mainboard, was ich zum Einsatz bringen werde. Das hatte ich eingangs ja schon erwähnt. Momentan ist es so, dass ich tatsächlich relativ viele Gigabyte Mainboards im Einsatz habe, habe mich dann aber bei der Workstation für dieses Asus Mainboard entschieden, da es mir vom Funktionsumfang etwas besser gefallen hat als die Gigabyte Alternative, die es da gegeben hat. Mainboard ist, wie man es von Asus kennt, gut verpackt. Zubehör ist jetzt nicht wirklich sonderlich viel dabei. Also wenn wir hier mal reinschauen, hier unten drunter, wir haben die obligatorische Treiber-CD. Dann haben wir eine kurze Skizze vom Mainboard-Layout und den Steckplätzen, was ich immer sehr hilfreich finde. Irgend so eine Community-Käse-Sache. Dann ein paar Sticker, klar, kann man gebrauchen. Abstandshalter für die M2 SSD. Ein Schlüsselanhänger. Ein paar Kabelbinder, die nehmen wir mal noch raus, die werden wir bestimmt brauchen. SATA-Anschlusskabel brauche ich nicht, da ich eine M2 SSD als einziges Laufwerk verbaue. Das hier ist ein RGB-Kabel, das heißt also, dass man von einem spezifischen RGB-Anschluss auf einen normalen 4-Pin wechseln kann. Und dann haben wir nochmal Anschlüsse für unsere M2 bzw. Spacer-Schrauben und Befestigungsschrauben für unsere M2 SSD. Die nehme ich auch mal raus. Den ganzen anderen Käse, wobei, muss ich mal schauen. Beim I/O Shield, beim Mainboard hat man ja immer, je nachdem nach Hersteller, eine unterschiedliche Belegung der Anschlusskabel, also sprich für Power LED, Power Knopf und so weiter. Das ist hier aber in der Kurzanleitung leider nicht beschrieben. Das ist natürlich super, oder? Doch, auf der Rückseite. Ich nehme alles zurück. Hier steht es, das ist sehr gut. Wobei es nur für eine Seite beschrieben ist. Okay, ich schaue lieber in die Anleitung vom Mainboard als in dieses Heftchen hier. Da ist mir dann die große Anleitung doch ein wenig lieber. Packe ich das alles wieder rein. Und zur Seite. Jetzt im ersten Schritt ist es so, dass ich das Mainboard erstmal eingepackt lasse, hier in der Hülle. Dann ist es ein bisschen geschützt, denn alles, was ich jetzt machen möchte, ist ja nur schauen, kriege ich das Mainboard hier problemlos rein. Wie viel Platz habe ich jetzt hier bei den Speicherbänken, also für den DDR4-Speicher, um hier unten durchzukommen. Kann ich das nachher auch noch schaffen, wenn ich jetzt CPU und Arbeitsspeicher und SSD montiere, das mit den Komponenten einzusetzen, oder muss ich dafür eben hier den Schacht ausbauen? Okay, also sonderlich viel Platz war jetzt eben hier nicht. Ich denke, das Beste ist, wenn ich den Schacht für die Montage ausbaue. Das sind hier 4 Kreuzschlitzschrauben. Dann haben wir da mehr Platz und den können wir ja später einfach wieder einsetzen. Packe ich auch zur Seite.
Jetzt können wir den Schacht einfach rausnehmen. Der sorgt natürlich auch nochmal für eine gewisse Stabilität. Das heißt, den würde ich später auf jeden Fall wieder verbauen. Packe ich mal weg. Und jetzt sehen wir, jetzt haben wir hier deutlich mehr Platz. Und ich denke, so ist es auch am geschicktesten in Bezug auf die Montage für das Mainboard. Das heißt, ich montiere jetzt das Mainboard, ich packe das Mainboard aus, prüfe nochmal, dass am Gehäuse auch wirklich die Mainboard-Stand-Off-Schrauben oder die Mainboard-Halteschrauben alle an der richtigen Position sind. Dann positioniere ich das Mainboard, schraube es fest und werde dann CPU, Arbeitsspeicher und M2 SSD hier eben einbauen. Ob ich vielleicht vorher noch das Netzteil verbaue, muss ich jetzt schauen. Der erste Schritt, wie gesagt, erstmal jetzt das Mainboard auspacken und prüfen, ob die Abstandshalter im Gehäuse auch alle passen und an der richtigen Stelle sind. Ich habe ja davon gesprochen, dass ich, bevor ich das Mainboard montiere, jetzt erst einmal prüfe, ob auch wirklich alle Mainboard-Abstandshalter im Gehäuse an der richtigen Stelle sind. Ich positioniere das jetzt hier nochmal ein bisschen für euch um. Wir sehen jetzt hier diese kleinen, das ist jetzt wirklich schwer zu erkennen, welchen nehme ich denn da am geschicktesten. Könnt ihr den hier oben gut sehen? Ich zoome da mal ein bisschen rein, kleinen Moment. Jetzt nehme ich doch wieder den hier in der Mitte, weil der passt besser vom Fokus. Hier ist eben entsprechend, es sind verschiedene Löcher vorhanden. Das können wir hier sehen. Ja, wir haben also hier solche Hohllöcher. Und in diese Hohllöcher oder in diese vorgefertigten Löcher mit Gewinde können wir eben hier solche Abstandshalter einsetzen. Die kennt ihr sicherlich. Und das ist wichtig, dass die an der richtigen Stelle sind für das Mainboard. In dem Fall sind hier 6 Abstandshalter bereits vorhanden, die alle so aussehen wie dieser hier. Ich zoome noch mal ein bisschen raus. Und zwar haben wir hier oben einen, darunter, den wir gerade eben gesehen haben. Hier unten ist noch einer. Dann geht das hier auf der Innenseite weiter. Wir haben hier unten noch mal einen. Hier ist einer positioniert und hier oben. So, das heißt, wir haben insgesamt aktuell 6 Abstandshalter. Unser Mainboard benötigt aber 9. Jetzt sehen wir, wenn wir hier hinschauen, hier haben wir einen Halter und hier haben wir noch ein Freiloch. Und das gleiche gilt auch für hier oben und für ganz hier oben. Und diese müssen wir jetzt eben noch mit Abstandshaltern versehen, dass unser Mainboard nachher sauber positioniert werden kann. Das mache ich jetzt. Am Anfang hatte ich ja erwähnt, dass es hier noch entsprechende Zubehörschrauben gibt. Und hier innerhalb von diesen Zubehörschrauben sind auch nochmal Abstandshalter für unser Mainboard dabei. Die muss ich jetzt einmal raussortieren. Schade, dass das alles in einer Tüte ist. Andere Hersteller haben da teilweise so ein kleines Plastik-Etui mit dabei. Und dann sind die bereits vorsortiert, was es einem dann nachher einfacher macht, die richtigen Schrauben zu finden. Jetzt gucke ich mal, ob ich die hier alle wieder verlustfrei in die Tüte bekomme. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ja, ich liebe es. Hat man sich wieder 5 Cent gespart und dafür muss ich mir jetzt mit dem Scheiß auseinandergeben. Okay. Ich packe die erstmal zur Seite. Ich werde mich später darum kümmern, das ist mir jetzt zu doof. So, dann haben wir jetzt hier 3 weitere von diesen Abstandshaltern fürs Mainboard. In meinem Toolkit ist es jetzt so, gibt es spezielle Aufsätze, so eine Art Nuss, in welcher Nuss diese Abstandshalter versenkt werden können. Und jetzt können wir mit diesem Aufsatz und dem Werkzeug das Ganze eben wirklich sehr einfach an Ort und Stelle positionieren. So ist eben auch sichergestellt, dass das deutlich fester ist, als wenn ihr das von Hand dreht. Von Hand kriegt ihr einfach nicht so viel Kraft jetzt eingebracht, wie wenn ihr hier dieses Werkzeug nehmt, was diesen Abstandshalter eben komplett umschließt. So, die sind jetzt alle mit dem Gehäuse verbunden. Das heißt, wir haben jetzt also nicht mehr 6 Abstandshalter, sondern 9. Und jetzt müsste unser Mainboard da auch problemlos reinpassen. Ich habe das Mainboard jetzt ausgepackt, von der Schutzhülle entfernt. Wichtig ist jetzt bei den modernen Mainboards vom Einbau, wenn ihr hier mal schaut, am I/O-Shield ist hier so eine Schutzfolie drauf. Man macht ja mittlerweile überall Folien hin. Und wenn ihr die jetzt nicht abzieht, dann kriegt ihr die nachher kaum noch weg
oder nur sehr schwer weg. Deswegen da drauf achten, einfach schauen, habt ihr so ein Mainboard, wo hier so eine Schutzfolie drauf ist und wenn ja, die dann entfernen. Das IO-Shield ist jetzt hier bei dem Mainboard bereits integriert. Das heißt, ihr müsst hier also am Gehäuse nicht erst das IO-Shield einsetzen, sondern das befindet sich bereits mit am Mainboard dran. Dann am besten das Mainboard immer an den Außenkanten anfassen. Hier unten gibt es dann auch immer so Freistellen, zum Beispiel der untere Teil von der CPU-Halterung oder von dem CPU-Sockel. Da könnt ihr problemlos hinfassen. Dann habt ihr das hier so relativ leicht in der Hand. Oder was ihr auch machen könnt, ihr fasst das hier oben an dem soliden Teil, ja, dann ist das auch unproblematisch. Jetzt gucke ich mal, ob ich das hier reingefädelt bekomme. Jetzt muss ich schauen, dass ich das hier vorne richtig positioniere fürs IO-Shield. Das habe ich gemacht. Und jetzt, also ich mache das immer noch mal ganz gerne, ich habe ja jetzt diese zusätzlichen Abstandshalter positioniert. Es kann ja sein, dass man sich mal verschätzt. Es sind ja verschiedene Löcher da, dass man die Abstandshalter vielleicht in die falschen Löcher dreht. Deswegen, bevor ihr jetzt anfangt, überall die Schrauben reinzudrehen, erst nochmal überall kontrollieren, also optisch, ist hinter jedem Loch, wir haben ja jetzt 9 Abstandshalter, wir haben 9 Löcher im Mainboard. Das heißt, wenn wir alles richtig gemacht haben, sehen wir hinter oder unter jedem Loch entsprechend den Abstandshalter durch. Und erst wenn das gegeben ist, anfangen, Schrauben einzudrehen, damit ihr nicht gegebenenfalls einen Abstandshalter falsch positioniert habt. Ihr fangt an, das Mainboard festzudrehen und der Halter befindet sich irgendwo unterhalb eurer Mainboard-Platine und beschädigt dann eure Platine. Das wäre echt ärgerlich. Ich zeige euch das jetzt mal in der Nahaufnahme mit den Abstandshaltern und den Löchern. So, jetzt ist es ein bisschen wackelig, das Bild. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Aber ich wollte euch einfach zeigen, was ich mit den Löchern und den Abstandshaltern meine. Wenn ich jetzt hier mal reinzoome, dann könnt ihr erkennen, dass unterhalb des Loches sich dieser Abstandshalter befindet. Und das ist das, was ihr sicherstellen solltet, dass das bei allen Löchern gegeben ist, bevor ihr anfangt, Schrauben einzudrehen. Dass ihr also bei allen 9 Löchern diese Abstandshalter sehen könnt. An manchen Stellen, wie jetzt zum Beispiel hier hinten, wo der Anschluss oder die Pins sind für die zusätzliche CPU-Spannungsversorgung, ist es ein bisschen schwierig. Aber auch da sehen wir, dass das passt. Hier unten müssen wir jetzt auch mal gucken. Da kommt auch mal ein Loch zum Vorschein. Dann haben wir das Loch hier in der Mitte nach der M2. Da ist auch der Abstandshalter zu erkennen. Wir haben hier unter dem mittleren äußersten Loch unseren Abstandshalter. Und Gleiches gilt auch für das ganz äußerste Loch. Dort ist auch der Abstandshalter zu erkennen. Das ist wichtig. Und jetzt können wir die Schrauben eben eindrehen und das Mainboard sichern. Jetzt, wie gesagt, das Mainboard mit den Schrauben sichern. Dafür auch einfach im Zubehörpäckchen sich die entsprechenden Schrauben raussuchen. Das sind Schrauben, die hier so einen flachen Kopf haben, damit sie eben guten Kontakt mit dem Mainboard bieten, beziehungsweise mit den am Mainboard vorgesehenen Aussparungen, die ich euch ja eben gezeigt habe. Um das Loch herum ist ja ein gewisser Bereich, in dem keine Leiterbahnen verlaufen und dafür sind eben diese Schrauben jetzt gedacht. Hier ist es auch so, ich fange immer über Kreuz an, aus dem einfachen Grund, dann kann sich da nichts verziehen und ihr habt nachher nicht die Problematik, dass ihr gegebenenfalls die Löcher nicht mehr treffen könnt, weil eben durch das nicht über Kreuz einziehen der Schrauben sich das Mainboard leicht verschoben hat. So, jetzt sind alle Schrauben festgezogen. Unser Mainboard sitzt hier perfekt im Gehäuse. Als nächstes positioniere ich jetzt einmal das Netzteil, um zu schauen, wie viel Platz ich hier habe. Hier ist jetzt also das Netzteil. Wie gesagt, das ist kein neues Netzteil, das hatte ich noch bei mir im Regal.
aus meinem vorherigen Gaming-PC. Da sollte ich vielleicht auf jeden Fall nochmal mit dem Staubsauger drüber gehen. Da ist doch noch relativ viel Staub drin. Jetzt im ersten Schritt schaue ich einfach mal, wie viel Platz habe ich, wenn ich das Netzteil hier positioniere. Und was ich jetzt sehen kann, ist, dass hier an der Seite, ich versuche euch das jetzt mal zu zeigen, ich denke, man kann das jetzt ganz gut erkennen, dass es hier wirklich eng ist. Ne? Also das heißt, vom Mainboard zum Netzteil, das ist wirklich sehr gut ausgemessen. Also da hat man, es passt, ATX Mainboards passen, aber viel Platz ist da nicht. Nichtsdestotrotz, es sind hier keine Anschlüsse, die ich irgendwie trotz des geringen Platzes im Nachhinein nicht auch angeschlossen bekommen würde. Wir kommen hier wunderbar an den Audioanschluss ran und hier oben ist ja der USB-Anschluss, heißt das ist auch gar kein Thema. Somit kann ich das Netzteil jetzt schon positionieren. Vorher werde ich jetzt eben einmal nochmal mit dem Staubsauger den Staub entfernen und dann das ganze Netzteil auch andersrum einbauen. Das heißt, dass der Lüfter nach außen zeigt, sodass ich hier jetzt nicht die warme Luft nach innen blase. Das Netzteil habe ich jetzt gereinigt, es ist also vom Staub befreit. Und jetzt kann ich das Netzteil einsetzen. Ich werde es jetzt so einsetzen, dass der Lüfter nach außen zum Gehäuse zeigt, sodass die kalte Luft, die angesaugt wird, auch wieder nach außen abgeführt wird. Und positioniere das jetzt hier direkt neben meinem Mainboard. Wir sehen jetzt auch die Löcher für die Befestigung des Netzteils. Die passen, die stimmen also hier überein. Und jetzt kann ich das Netzteil entsprechend mit dem Gehäuse verbinden. Das mache ich jetzt an der Stelle auch schon direkt, denn wie gesagt, da ist zwar ein bisschen eng, aber ich komme später immer noch an alle Anschlüsse heran. Für die Befestigung des Netzteils verwende ich hier die gleichen Schrauben wie zur Befestigung des Mainboards. In dem Kit sind hier keine unterschiedlichen Schrauben dabei. Teilweise ist es so, je nachdem, was für ein Hersteller von Gehäuse ihr habt, dass es da nochmal spezifische Schrauben gibt für die unterschiedlichen Komponenten. Hier ist es aber scheinbar so, dass die Sonic immer auf diese Flachkopfschraube setzt und es da keine Unterschiede gibt. Ich muss mal eine Nummer größer beim Kreuzschlitz nehmen. Der ist mir hier dann doch ein wenig zu klein. So ist das gleich deutlich besser. Jetzt brauche ich nochmal 2 Stück für die obere Befestigung. Und eine letzte Schraube noch. Und jetzt ist das Netzteil auch verbunden. Wenn wir uns das jetzt anschauen, wir haben hier eine Schraube, hier unten und hier. Das Netzteil ist also mit 4 Schrauben gesichert. Wir sehen auch hier, das I/O-Shield passt wunderbar in die Aussparung. Das ist also soweit alles wunderbar. Und wir können mit dem nächsten Schritt fortfahren. Und der ist, die Hauptstromversorgung vom Netzteil mit dem Mainboard zu verbinden. Ich habe jetzt das Netzteil mit Strom versorgt bzw. Strom angeschlossen. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, wieso habe ich denn noch kein CPU, noch kein Arbeitsspeicher oder sonstige Dinge im Gehäuse montiert? Ganz einfach, bisher hatte ich das Gehäuse nicht geerdet. Jetzt gibt es natürlich welche, die nehmen das immer ganz besonders genau und erden sich irgendwie extern, sobald sie irgendwas am Gehäuse oder am Computer machen. Ich persönlich mache jetzt bereits, ich weiß nicht, über 20 Jahre Computerzusammenbau, Teilewechsel. Also ich habe noch nie das Problem gehabt, dass mir eine Komponente kaputt gegangen ist aufgrund von Überspannungen, also die jetzt bei uns Menschen entstehen, wenn wir keine Ahnung, entsprechendes Schuhwerk tragen oder spezielle Kleidungsstücke, dass wenn wir dann mit Komponenten in Kontakt treten, dass die dann kaputt gehen. Das ist mir noch nicht passiert. Vielleicht hatte ich einfach nur 20 Jahre lang Glück. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es wie bei allen im Leben. Man kann natürlich alles immer super genau nehmen oder ja, einfach ein bisschen abwägen, wann macht es Sinn und wann ist es ja eher Overkill. Für mich macht es ab dem Zeitpunkt Sinn, wo ich eben spezifisch empfindliche Komponenten wie Arbeitsspeicher, CPU, M2 SSD in die Hand nehme. Da ist für mich wichtig, dass das Gehäuse eben geerdet ist und sobald ihr hier den Stromstecker einsteckt, ist das Netzteil und das Gehäuse eben entsprechend geerdet und das ist jetzt sichergestellt. Das heißt, ich kann jetzt weitermachen
und die Mainboard-Stromversorgung anschließen. Wir haben also hier unseren ATX 24 Stecker. Der kommt ins Mainboard. Ich positioniere das jetzt nochmal um, damit ihr das besser sehen könnt. Wie gesagt, ich habe hier meinen 24-Pin ATX-Stecker und den verbinde ich jetzt mit dem entsprechenden ATX 24-Pin-Slot auf dem Mainboard. Hier ist es wichtig, dass ihr kontrolliert, teilweise sind diese Stecker modular, damit es auch abwärtskompatibel ist zu älteren ATX-Formfaktoren. Und dann haben die hier außen nochmal so 4 Pins, die modular sind. Da einfach nochmal gucken, mit dem Finger drüber fühlen oder einfach genau hinschauen, dass die auch wirklich alle drin sitzen. Dann ist sichergestellt, dass ihr auch die volle Kontaktfläche und auch den vollen Stromanschluss von eurem Mainboard sichergestellt habt. Bisschen Cable Management mache ich dann später. Jetzt haben wir also, wie gesagt, das Gehäuse ist geerdet. Ihr müsst jetzt hier auch das Netzteil nicht einschalten, damit die Erdung aktiv ist. Die Erdung ist aktiv, sobald ihr den Stecker einsteckt, da das gesamte Gehäuse eben geerdet ist und über das Gehäuse dann wiederum, also das Gehäuse vom Netzteil, auch wiederum das Gehäuse selbst geerdet ist, da es ja hier einen Kontakt gibt über die Schraube. Also Strom brauchen wir jetzt an der Stelle erstmal nicht. Die Erdung ist auch so vorhanden. Jetzt der nächste Schritt, ich werde hier die Abdeckung für die M2 entfernen. Hier ist es auch wieder wichtig, das hatte ich in dem anderen Video, wo ich meinen Gaming-Rig aufgerüstet habe, ja auch erwähnt. Schaut am besten ins Handbuch, denn je nach Mainboard teilen sich teilweise M2-Slots die Geschwindigkeit mit dem ersten PCI Express 16-fach Slot. Das bedeutet also, wenn ihr jetzt bei so einem Mainboard alle M2-Steckplätze voll macht, kann es sein, dass euer PCI Express 16-fach Anschluss gar kein PCI Express 16-fach Anschluss mehr ist, sondern nur noch ein PCI Express 8-fach Anschluss. Das heißt, da immer wichtig und im Mainboard schauen, welcher Anschluss ist dediziert an die CPU angebunden und welcher Anschluss kostet euch gegebenenfalls, wenn ihr den belegt, Bandbreite für euren PCI Express 16-fach Anschluss. Denn wenn das so ist, dass das Mainboard sich die Bandbreite teilt zwischen M2-Slot und PCI Express-Slot, würde ich immer einen anderen Slot belegen mit einer Erweiterungskarte, in die ihr dann eure M2 einsteckt, damit ihr eben die volle Bandbreite für eure Grafikkarte habt. Bei einer Workstation ist das jetzt völlig egal. Da kommt ja eh eine alte Quadro-Karte rein, da könnte ich jetzt hier alle M2-Steckplätze voll machen und selbst wenn der dann auf PCI Express 8-fach runterfällt, wäre das für die Quadro-Karte vollkommen okay. Das jetzt nur so als Tipp für euch, dass ihr euch, wenn ihr euch einen Gaming-Rig aufbaut, nicht nachher selber Bandbreite klaut, das muss ja nicht sein. Wie gesagt, ich fange jetzt an, den M2-Slot zu demontieren. Nochmal ein kleiner Nachtrag, denn hier ist jetzt bei dem Mainboard etwas Spezielles, was ich so auch noch nicht kannte. Und zwar habe ich jetzt nochmal nachgelesen, die M2-Konfiguration hier auf diesem Mainboard ist so, ihr könnt beide M2-Steckplätze belegen und ihr verliert keine Geschwindigkeit an euren PCI Express 16 Steckplätzen. Allerdings, wenn ihr den zweiten M2-Slot belegt auf eurem Mainboard, wird die gesamte SATA-Konfiguration abgeschaltet. Das bedeutet, hier wird sozusagen die Bandbreite nicht bei den 16-fach-Slots eingespart, sondern der gesamte SATA-Controller steht da nicht mehr zur Verfügung. Also das hatte ich jetzt auch noch nicht. In dem Fall, wie gesagt, nochmal was Neues. Hier klaut man sich nicht Bandbreite bei einem Grafikkartenslot, sondern eben SATA ist dann komplett deaktiviert. Jetzt müssen wir hier auf dem Mainboard die Schrauben lösen, die diesen Heatspreader von dem M2-Steckplatz befestigen. Das sind einfache Kreuzschlitzschrauben. Ihr könntet auch einen Schlitzschraubenzieher nehmen. Da ist auch eine Aussparung für einen Schlitzschraubenzieher. Ich nehme aber jetzt lieber einen Kreuzschlitz. Löse die Schrauben und dann kann ich den Heatspreader eben entsprechend entfernen. So, der ist jetzt los. Aufpassen, dass uns die Schrauben hier nicht rausfallen. Tun sie nicht, sehr gut. Die eine Schraube drehe ich noch mal ein bisschen ein. So, wir haben also hier einen wirklich schönen Heatspreader mit einer relativ großen Oberfläche. Aber wie gesagt, bei einer Workstation brauchen wir das eigentlich ja gar nicht, die Leistung.
Dann, wenn ihr diese Heatspreader entfernt, ist wie hier auch zu sehen auf der Rückseite meistens noch so eine Schutzfolie drauf. Die müsst ihr auf jeden Fall abnehmen, ansonsten kann der Heatspreader seiner Funktion nicht gerecht werden. Denn erst jetzt ist dieses Wärmeleitpad frei und erst jetzt könnt ihr das eben wieder positionieren. Was ich jetzt mache, ist die M2 einsetzen. Da habe ich mich ja, wie gesagt, für eine M2 von Seagate entschieden. Die sind jetzt nicht die superschnellsten, also beziehungsweise diese Barracuda-Serie ist jetzt nicht die superschnellste M2 SSD. Es gibt nochmal eine Firecuda-Serie, die ist aber auch deutlich teurer. Die hat dann PCI Express 4.0 Support und geht bis zu 4,5 Gigabyte pro Sekunde hoch. Also die sind dann richtig schnell, aber das braucht es ja für eine Workstation nicht. Selbst so eine M2 SSD ist ja fast schon Overkill. Wobei schnelle Datentransferraten sind eigentlich immer gut auf einer Maschine, wo man eben viel mit Dateien arbeitet, was bei einer Workstation ja der Fall ist. So, die M2 ist jetzt hier eben nochmal extra verpackt. Das heißt, die ist also auch nochmal in so einer antistatischen Schutzfolie eingepackt, damit hier nichts passiert. Jetzt schaue ich einmal kurz. Das müsste eigentlich eine 280, ja genau, das ist eine 280er. Das heißt, wir brauchen das vorletzte Loch. Hier kann ich jetzt auch wieder einen speziellen Aufsatz wählen, um meinen Stand auszudrehen. Der ist ziemlich fest. Dann hätte ich gesagt, nehme ich einfach einen neuen. Es ist ja hier ein Päckchen dabei gewesen im Mainboard für die M2-Montage. Da nehme ich mir jetzt so einen Spacer raus, also so einen Abstandshalter, denn auch diese M2 SSDs brauchen eben einen Abstandshalter, damit die richtig montiert werden können. Wir haben also hier, ähnlich wie beim Mainboard, so einen kleinen Abstandshalter und dann eine entsprechende Schraube, um die SSD zu befestigen. Und für diesen Abstandshalter können wir auch wieder, wenn man das eben hat, einen speziellen Aufsatz nehmen, in dem wir den Abstandshalter versenken können, was uns dann nachher die Montage erleichtert. Wir haben also hier jetzt den Abstandshalter versenkt und können das dann hier am Mainboard montieren. Der Abstandshalter sitzt und jetzt können wir die M2 auch schon einsetzen. Wie gesagt, das Gehäuse ist ja jetzt geerdet. Das heißt, solange ihr Kontakt mit dem Gehäuse habt, sollte da eigentlich nichts passieren. Die berühmten letzten Worte. Dann ist es hier wieder wichtig, dass ihr schaut, wie rum gehört sie rein. Aber der Standard ist eigentlich, dass diese kleine Nase immer in Richtung Mainboard Ende zeigt. Das heißt also auch die Beschriftung nach oben. Dann hier vorne das Einsetzen. Hier vorne das Einsetzen und dann einfach von der Rückseite leicht Druck ausüben, bis es reinrastet. Jetzt hat man, ich weiß nicht, ob man es gehört hat, so ein kleiner Klick. Jetzt könnt ihr die nach unten drücken und jetzt müsste sich dieser Halbkreis hier hinten wunderschön um diese Aussparung oder um das Loch legen von dem Abstandshalter. Dann nehmt ihr euch so eine kleine Schraube, die in dem Mainboard-Satz dabei war. Hofft, dass sie euch nicht vom Schraubenzieher runterfällt. Das hat funktioniert. Also hier ist diese Strebe von dem Gehäuse schon teilweise ganz schön im Weg. So, und jetzt einfach leicht festziehen. Das muss nicht brutal fest sein. Es soll einfach nur dazu dienen, dass hier nicht so viel Spiel ist, beziehungsweise gar kein Spiel. Das ist jetzt gegeben. Und jetzt können wir eben entsprechend unser Heat Shield und unseren Heat Spreader wieder montieren. Indem wir den hier oben aufsetzen. Dann nehmen wir wieder unseren Kreuzschlitzschraubenzieher und ziehen den fest. Das Gute ist, dass das jetzt so richtig schön klebt. Da wird das dann ein bisschen schwieriger mit der Montage. Ich schaue jetzt, dass ich das hinten so grob ins Loch bekomme und vorne grob ins Loch bekomme. Jetzt müsste das passen.
Das ist jetzt halt ein bisschen fummelig. Also ich habe jetzt zuerst auf der Rückseite das Loch eingesetzt oder die Schraube aufs Loch gesetzt und dann auf der Vorderseite. Dadurch, dass wir jetzt die Schutzfolie entfernt haben von dem Wärmeleitpad, klebt das eben relativ schnell auf der SSD fest und wir können den nicht mehr umpositionieren. Das heißt, wir müssen also die Positionierung machen, bevor wir Kontakt mit der M2 SSD haben. So, das ist auch passiert. Dann sehe ich hier noch irgendeinen Schutzsticker, den nehmen wir auch gleich weg, damit die Sticker da alle raus sind. Wunderbar. Jetzt haben wir die 24-Pin ATX Stromversorgung. Wir haben die M2 eingesetzt. Jetzt haben wir natürlich, weil wir eine CPU haben, die mehr Strom braucht, auch noch einen spezifischen 8-Pin-Stecker für die CPU. Den schließen wir jetzt auch mal an. Der befindet sich hier oben. Je nachdem, was ihr für ein Mainboard habt, kann es sein, dass das entweder einen 8-Pin-Stecker hat oder aber einen 4-Pin. Jetzt lasst euch da nicht verwirren. Ihr müsst oder sollt auf gar keinen Fall beides anschließen. Also entweder habt ihr einen 4-Pin-Stecker oder aber ihr habt einen 8-Pin-Stecker. Es gibt nicht beides. Zumindest aktuell ist mir das nicht bekannt. Das heißt, hier also nicht verzweifelt irgendeinen 4-Pin-Anschluss suchen, den ihr dann gar nicht habt, oder einen 8-Pin-Anschluss. Ihr nehmt das, was ihr habt und fertig. Das ist einfach je nachdem, welche Generation das Netzteil hat und wie das ausgestattet ist. Einfach einstecken, bis es Klick macht. Fertig. Und schon wieder einen kleinen Schritt weiter. Dann schauen wir, dass wir das hier auch so ungefähr ein bisschen Kabelmanagement technisch. Ja, da muss ich mal schauen, wie ich das nachher mache. Das ist alles, gefällt mir noch nicht so gut. Gegebenenfalls muss ich da nochmal was umstecken. So, jetzt haben wir also mehr oder weniger schon einen Großteil der Arbeit im Gehäuse erledigt. Klar, es fehlt noch der Arbeitsspeicher, aber das nur reinzustecken der CPU. Hier gilt jetzt noch zu sagen, es gibt ja zwei verschiedene Sockeltypen. Wir haben also bei Intel den LGA-Sockeltyp. LGA heißt Large Grid Array, bedeutet also, wir haben die Verbindungspunkte im Sockel. Der nächste Schritt ist jetzt die Montage der CPU. Es gibt zwei große Sockeltypen. Sockel ist das, wo ihr den CPU einsteckt. Da gibt es einmal die LGA-Sockel, die häufig bei Intel aktuell zum Einsatz kommen. Das sind die Large Grid Array Sockel. Das bedeutet, die Verbindungspunkte befinden sich im Sockel. Das heißt, wenn euch was auf den Sockel fällt, ist das bei LGA-Sockels sehr schlecht, weil dann meistens die Verbindungspunkte beschädigt werden. Und es gibt den PGA-Typ, das sehen wir jetzt hier. Ältere Intel-Prozessoren hatten zum Beispiel so einen PGA-Typ. Heute ist es so, dass meistens AMD oder eben im AMD-Desktop-Bereich viel dieser PGA-Sockel eingesetzt wird. Das nennt sich Pin Grid Array. Und hier ist es dann so, dass die Pins, also die Verbindungsstücke an der CPU selber sind, ganz viele kleine Nasen, und ihr die dann hier in den Sockel presst. Da ist es dann so, wenn euch hier was auf den Sockel fällt, ist das nicht so schlimm, da ja hier keine wirklichen Kontaktflächen sind, sondern nur ein Plastikwabensystem. Allerdings ist dann eben die CPU sehr anfällig und häufig das Problem, ihr habt die CPU im Sockel, ihr packt euren Lüfter oben drauf und wenn ihr den irgendwann abnehmt, dann reißt ihr den ganzen CPU mit raus. Und ja, also es hat beides Vor- und Nachteile. In dem Fall, wie gesagt, ist es einfach ein PGA-Sockel. Und hier ist es jetzt so, ich habe mich für einen Lüfter entschieden, der eine sehr geringe Bauhöhe hat, weil eben hier nicht so viel Platz ist in dem Gehäuse. Und ich werde den jetzt einmal, ohne dass die CPU im Sockel ist, einfach vormontieren, um zu gucken, passt der, muss ich noch was umbauen. Entschieden habe ich mich für einen Noctua-Lüfter. Also ich bin sehr zufrieden mit Noctua-Lüftern, also auch als Gehäuselüfter kann ich die nur sehr empfehlen. Ja, jeder hat da so seine Präferenzen, aber ich habe sehr gute Erfahrungen mit Noctua-Lüftern gemacht. Das Besondere an dem Lüfter ist eben die kompakte Bauweise und die kompakte Verpackungsweise. Ja. Okay. Oh Mann, da hat sich aber jemand echt Mühe gegeben, das Ding zu verpacken. So, der ist frei. Das andere ist alles nur Pappe. Erstmal weg. Wir sehen jetzt hier auf der Rückseite, wir haben eben eine, ich gehe mal davon aus, dass es vernickelt ist, eine vernickelte Oberfläche. Der Vorteil dabei ist, ihr könntet das sozusagen auch mit Flüssigmetall verwenden. Wir haben unseren 4-Pin-Anschluss für die Stromversorgung.
der dann eben auf dem Mainboard eingesteckt wird. Wir haben einen sehr kleinen Lüfter, ja, aber das ist ja ein Workstation-PC. Ich werde den nicht übertakten und die CPU-Lasten sollten jetzt nicht so exorbitant hoch sein und deshalb müsste eigentlich dieser Lüfter vollkommen ausreichen. Der große Vorteil ist eben bei diesem Lüfter die geringe Bauhöhe. Wenn ich den jetzt hier mal einsetze, seht ihr, wir haben hier nach oben jede Menge Platz, denn hier kann ja optional noch ein Laufwerksschacht eingebaut werden und dann eben auch ein Laufwerk. Und da können wir eben nicht so einen riesigen Towerkühler reinsetzen, den Platz haben wir gar nicht. Jetzt ist ja bei AMD-Sockeln so, dass hier bereits sehr solide Halter mit dabei sind. Das bedeutet, wir müssen jetzt nur schauen, was muss ich an diesem CPU-Kühler befestigen, damit ich diese Halter verwenden kann. Und dafür schaue ich jetzt einmal in die Anleitung und zeige euch das dann. So, bei dem Noctua-Lüfter ist es nun tatsächlich so, dass wir die von Hause aus installierten Aufnahmepunkte für die CPU-Lüftermontage nicht verwenden können. Das heißt, diese Plastikteile müssen wir abschrauben und müssen die durch diese Metallteile hier ersetzen, die in dem Kit mit dabei sind. Da gibt es eben verschiedene Anleitungen für den jeweiligen CPU- und Sockeltyp und das werde ich jetzt im nächsten Schritt machen. Hier hatte ich jetzt Glück. Ne? Ich hätte jetzt genauso gut Pech haben können, dass ich die Befestigungspunkte gar nicht von hier oben sauber demontiert bekomme, beziehungsweise dass ich vielleicht noch eine andere Backplate bräuchte. Dann hätte ich das ganze Mainboard wieder ausbauen müssen. Also da hatte ich jetzt wirklich Glück. Normalerweise kontrolliere ich sowas immer vorher, habe ich jetzt in dem Fall nicht gemacht. Hätte ins Auge gehen können, ist es nicht. Also der Tipp für euch, das am besten immer vorher kontrollieren, ob ihr da die Backplate wechseln müsst oder nicht. Jetzt aber, wie gesagt, geht es an die Demontage der Sockelbefestigung bzw. der Lüfterbefestigung. Hier, die ist auch einfach wieder nur mit Kreuzschlitzschrauben gesichert. Das heißt, die einfach rausdrehen. Und dann könnt ihr die Plastik-Spacer hier entnehmen. Normalerweise ist das eben so, dass hier an der Seite befindet sich so ein kleiner Widerhaken. Und bei den Standardlüftern für die AMD-Sockel, die einfach direkt kompatibel sind mit dieser Befestigung, gibt es so ein kleines Metallteil, was sich hier einhaken lässt. Und dann kann man auf der einen Seite eine Metalllasche einhaken und auf der gegenüberliegenden Seite den Metallhebel ein wenig runterdrücken. Und dann hat man da eine schraubfreie Verbindung. Hier bei Noctua wollte man das wohl nicht, sondern eine geschraubte Verbindung ist natürlich immer ein bisschen besser, weil da mehr Druck entsteht und dadurch eine bessere Kontaktfläche. Und deswegen hat wahrscheinlich Noctua sich dafür entschieden, das zu tauschen. Jetzt muss man hier tatsächlich ein bisschen aufpassen, weil ich schon sehe, dass sich die Backplate da ein bisschen bewegt. Dass mir die jetzt da unten nicht wegrutscht. Nicht, dass ich doch noch ein Fiasko bekomme. Und was ich vorher erwähnt habe und das Mainboard nochmal ausbauen muss. Das ist jetzt echt ein wenig knifflig. Hat aber geklappt und die Backplate ist noch in Position. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich die neuen Abstandshalter auch problemlos montiert bekomme. Hier sind jetzt solche Metallteile mit dabei und wir haben hier zwei Löcher. Eines ist mit 3 gekennzeichnet, eines mit 4. 3 steht für den AM2, AM3, FM1-Sockel, FM2-Sockel und 4 steht für den AM4-Sockel. Das bedeutet, diese Teile zusammen mit entsprechenden Spacern müssen wir jetzt hier oberhalb unserer Löcher positionieren und dann festschrauben. Hier gibt es auch wieder zwei unterschiedliche Spacer. Es gibt einmal die grauen, die sind für den AM4-Sockel und die weißen, wie gesagt, für die anderen Sockelmodelle. Zusätzlich sind dann auch nochmal entsprechend längere Schrauben dabei. Ich nehme das jetzt mal raus, dass ihr das besser sehen könnt. Das spiegelt so. Wahnsinn, dass das alles immer in so schönen kleinen Plastiktüten ist. Die Hölle. Das sind die etwas längeren Schrauben. Und eben die grauen Abstandshalter. Jetzt positionieren wir als erstes die grauen Abstandshalter. Wenn das gegeben ist, nimmt man das Metallteil und wählt eben die entsprechenden Löcher, in dem Fall das Viererloch, um das hier zu positionieren. Ich versuche jetzt erstmal eine Schraube leicht anzudrehen, dass ich einen Ankerpunkt habe.
Das hat scheinbar funktioniert, das ist gut. Denn sobald ich da einen Ankerpunkt habe, sollte ich auch kein Problem mehr haben, dass mir die Backplate verrutscht. Das ist jetzt halt, wie gesagt, im Idealfall hätte man das machen sollen, bevor man das Mainboard montiert. Ich habe da dummerweise nicht drauf geachtet, beziehungsweise bin davon ausgegangen, da der AMD-Sockel, also die Standard-Montagevorrichtung des AMD-Sockels ja so solide ist, dass der Noctua die einfach wiederverwendet. Aber der Lüfter ist ja sehr kompatibel auch zu anderen Plattformen und deswegen hat man sich da wahrscheinlich für einen anderen Montagetyp entschieden. Ja, auch die Schraube greift, das ist schon mal gut. Jetzt kommt auch die Backplate wieder ein bisschen nach oben, das sehe ich hier an den Löchern, dass die eben ein bisschen nach oben rutschen. Das schon mal ein gutes Zeichen ist. Bevor ich den jetzt komplett festziehe, wechsle ich auf die andere Seite und montiere da eben entsprechend auch den Halter, sodass die Backplate eben in der richtigen Position bleibt. Auch erstmal nur leicht eindrehen. Das ziehe ich jetzt erstmal nur handfest. Beim Festdrehen achte ich darauf, dass ich eben das Metallstück wirklich maximal nach außen drücke, sodass die Schrauben auch wirklich komplett in dieser 4er Lochaussparung sind. Und jetzt einfach nochmal nachziehen. Das muss nicht abartig fest sein, aber sollte natürlich schon handfest sein. So, jetzt sind die montiert. Hat Gott sei Dank noch funktioniert. Und wir können jetzt nochmal den CPU-Kühler drüber halten, um zu schauen, ob das mit den Löchern auch wirklich passt. Denn das müsste jetzt eigentlich hier... Ja, das sieht gut aus. Das passt, wir haben alles richtig gemacht. Der Lüfter lässt sich hier wunderbar montieren und wir können weitermachen und die CPU einsetzen. Dafür den Verriegelungshebel öffnen und jetzt die CPU in die richtige Orientierung einsetzen. Dafür findet ihr immer eine entsprechende Markierung hier auf eurem Sockel oder auf eurem Mainboard und müsst dann lediglich die Nase, die sich auf dem CPU befindet, da ist so ein kleines Dreieck, eben in die Richtung positionieren, wo euer Dreieck sich hier im Sockel befindet. Als CPU habe ich mich ja für eine Ryzen 5 CPU entschieden. Das ist wie gesagt noch Zen 2 Architektur, kann aber trotzdem oder ist vorbereitet für PCI Express Generation 4. Die CPU ist eine 6-Kern-CPU mit 12 Threads. Das ist also für eine Workstation absolut ausreichend. Wenn man jetzt natürlich in den Bereich Grafikdesign denkt oder eben 3D-Anwendungen mit 3D-Modeling, wäre natürlich ein Threadripper nochmal besser. Aktuell habe ich auch einen Threadripper im Einsatz, einen Threadripper der ersten Generation für meinen Server zu Hause. Allerdings ist das eben, ja, wie gesagt, so eine Workstation möchte man ja eigentlich loslösen von seinen anderen Komponenten, beziehungsweise so möchte ich das machen. Also hier sollen hauptsächlich Kundenprojekte drauf stattfinden. Und deswegen war es mir eben wichtig, dass ich da einen extra PC dafür habe und das nachher nicht vermischt wird. Klar, man könnte natürlich auf so einem Threadripper-System auch mit VMware sich einfach verschiedene Systeme emulieren. Da gibt es dann aber teilweise wieder Probleme, wenn man sich bei Kunden einwählt, mit der Software, die nutzen zur Virtualisierung. Insofern ja, ist so ein physischer Rechner tatsächlich doch besser. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen, ich hoffe, das spiegelt nicht zu sehr, haben wir hier unten so eine kleine goldene Nase aufgedruckt. Und diese goldene Nase, die muss eben bei unserem Mainboard-Sockel auch richtig positioniert werden. Das heißt also, die Nase muss auf die Nase zeigen und im Sockel ist dafür eben eine entsprechende Nase aufgedruckt. Ich zeige euch das einmal. Hier ist jetzt mal ein Close-up vom Sockel und wir können erkennen, an der unteren rechten Ecke, hier, ist eben auch eine entsprechende Nase oder ein Dreieck eingezeichnet. Das kann man, denke ich, ganz gut erkennen. Und genau das müsst ihr jetzt machen. Ihr müsst Dreieck Richtung Dreieck ausrichten und dann ist alles gut. Ich nehme jetzt die CPU aus der Verpackung. Hier am besten vorher auch nochmal euch erden, indem ihr das Gehäuse berührt.
Und wenn wir uns die CPU jetzt betrachten, ist genau das, wovon ich vorher gesprochen habe. Ich schaue mal, ob ich das hier so ein bisschen verdeutlicht bekomme. So, wir haben hier ganz viele einzelne Pins, eben so einen ganz großen Grid Array. Und wir haben auf der einen Seite hier unten eben dieses Dreieck. Und wir haben ja vorher geschaut, wo ist das Dreieck am CPU-Sockel. Positionieren das jetzt einfach oberhalb voneinander. Wackeln das so ein bisschen hin und her. Das sitzt also alles gut. Und jetzt können wir einfach den Hebel umlegen. Und damit sind die Pins im Sockel verriegelt. Und die CPU-Montage ist in Bezug auf das Positionieren der CPU an der Stelle abgeschlossen. Das nächste, was wir jetzt machen müssen, ist dort eben entsprechend Wärmeleitpaste auftragen, bevor wir den CPU-Kühler montieren. Dafür ist es wichtig zu prüfen, ob die Oberfläche fettfrei ist. Sie ist in dem Fall fettfrei. Und jetzt können wir eben hergehen und mit der Wärmeleitpaste unserer Wahl. Die meisten Lüfter beinhalten Wärmeleitpaste. Ich habe jetzt hier eine, die ein bisschen hochwertiger ist. Ich schaue mal, ob ich das ins Bild bekomme. Ja, die ist jetzt hier von Arctic. Ihr könnt auch Thermal Grizzly nehmen oder auch die von Noctua. Ist eigentlich egal. Diese hier von Arctic hatte ich jetzt eben bereits schon geöffnet, deswegen verwende ich die weiter. Die ist angeblich auch, ich habe es noch nicht im Langzeittest gehabt, die kann man also auch über sehr viele Jahre nutzen. Bedeutet, die bleibt eben geschmeidig, was sehr wichtig ist, um diese Wärmeleitfähigkeit, oder was halt diese Wärmeleitfähigkeit ausmacht, ist eben diese Geschmeidigkeit. Sobald die nicht mehr so geschmeidig ist, ist die nicht mehr optimal wärmeleitfähig. Und beim Aufbringen der Wärmeleitpaste, da gibt es auch wieder verschiedene Methoden. Entweder könnt ihr, wie gesagt, hier so ein X machen oder einen einfachen Strich oder ihr macht einen Klecks und einen Strich. Je nachdem, was für eine CPU ihr habt, gibt es da auch immer unterschiedliche Best Practices oder unterschiedliche Vorgaben. Ich mache es tatsächlich so, ich packe immer ein bisschen Wärmeleitpaste drauf, nehme dann einfach meine Fingerkuppe und verteile das ein bisschen. Oder aber, wenn eben das mit der Fingerkuppe nicht so gut geht, wobei das für mich immer noch am einfachsten ist, könnt ihr auch so einen Spachtel nehmen bei vielen Wärmeleitpasten. Ich zeige euch das einmal. Ist dann gerne auch nochmal so ein Spachtel dabei. Da habe ich aber oft das Problem, dass ich da nicht genug Platz habe, um das da eben zu verteilen. Ich probiere das jetzt einmal mit der Spachtel, ob das klappt. Ansonsten würde ich halt wieder auf meine klassische Fingermethode zurückgreifen. Ja, das ist halt, man ist irgendwie, finde ich, nicht so feinfühlig mit so einem zusätzlichen Werkzeug. Also mit dem Finger habe ich da einfach irgendwie das bessere Gefühl in Sachen, wie ich die Paste verteilen kann. Aber wie gesagt, das ist wie so oft, da scheiden sich die Geister. Letzten Endes, solange die Wärmeleitpaste die Oberfläche bedeckt, ist eigentlich das erreicht, was man haben möchte, nämlich eine solide Kontaktfläche geschaffen. Und das ist ja das, worum es geht. Wie ihr die Wärmeleitpaste nachher auftragt, ist, denke ich, komplett irrelevant. Ich tue mir, wie gesagt, einfach mit dem Finger am einfachsten. Das geht für mich am besten. Da habe ich das meiste Gefühl, um auch wirklich jede Ecke mit Wärmeleitpaste zu versorgen. Auch da, wie gesagt, man muss es nicht so hundertprozentig genau machen, aber das habe ich mir halt irgendwann mal so angewöhnt. Und ihr wisst ja, wie das ist mit Gewohnheiten. Die bleiben. Insofern mache ich das eben genauso und verteile die Paste mit meinem Finger. Und wir haben jetzt eben hier eine wunderschöne Fläche, wo alles mit Wärmeleitpaste bedeckt ist und können jetzt unseren CPU-Lüfter montieren. Wenn ihr jetzt eure Wärmeleitpaste verteilt habt, einfach nur mal sicherstellen, dass eure Tube, in der ihr die Wärmeleitpaste aufbewahrt oder in der die Wärmeleitpaste enthalten ist, dass die ordentlich zu ist. Am besten auch nochmal in so eine extra Tüte packen, die man nochmal extra abschließen kann, damit da eben möglichst wenig Luft rankommt. Dann hält die Wärmeleitpaste deutlich länger. Jetzt haben wir, wie gesagt, unseren Lüfter. Hier ist es jetzt auch nochmal interessant zu gucken, wo ist denn der Anschluss für den CPU-Lüfter auf dem Mainboard, weil je nachdem, wo der sich befindet, kann man den Lüfter eben nochmal so positionieren. Also, sage ich mal, man könnte ihn jetzt so rum aufsetzen. Das heißt, dass das Lüfterkabel hier auf der Seite weggeht. Oder ich könnte ihn aber auch genauso gut andersrum positionieren und dann geht das Lüfterkabel auf dieser Seite raus. Das heißt, da müsst ihr halt schauen. Dann vor der Montage die Abdeckplatte wegnehmen.
gehe jetzt mal noch ein bisschen raus mit dem Zoom, dass man da mehr sieht. Und jetzt den Lüfter eben entsprechend oberhalb der CPU positionieren. Und dann sieht man hier am Lüfter, ich drehe mal das Lüfterrad ein wenig, wird eine Schraube sichtbar. Das heißt, hier ist also in dem Kit von Noctua ein spezifisches Werkzeug mit dabei, das man hier oben einführen kann, um hier unten an diese Montageschraube zu kommen. Jetzt muss ich aber zuerst erstmal schauen, wo ist denn hier überhaupt die CPU-Lüfter? Wo ist denn der CPU-Lüfteranschluss? Okay, ist irgendwie nicht aufgedruckt. Dann konsultiere ich nochmal das Handbuch. Schade. Das gibt Abzug in der B-Note Asus. Da hätte man durchaus draufdrucken können, was das für ein Anschluss ist. Okay, hier ist es zu sehen im Handbuch. Ich zeige euch das mal. Hier oben haben wir zwei 4-Pin-Anschlüsse und der innere 4-Pin-Anschluss, der also näher zum Sockel ist, das ist der für den CPU-Fan. Und hier unten, diese Anschlüsse sind sozusagen für einen Gehäuselüfter oder eben für eine Pumpe, für so eine AIO-Pumpe, wenn ihr da einen im Einsatz habt. Das heißt also, dadurch, dass der Anschluss dort oben ist, werde ich den Lüfter so positionieren. Oder werde ich es doch so? Ne, ich glaube, ich positioniere ihn so rum. Das finde ich vom Kabel her angenehmer, oder? Ne, ich mache es so dann. Ich positioniere es doch so rum, dann ist weniger Kabel im Weg. So, dann schließe ich zuerst mal das Kabel an. Ist das schon mal sichergestellt? Jetzt muss ich schauen, dass ich hier über das entsprechende Loch komme. Das ist halt auch immer ein bisschen Gefummel jetzt, weil dadurch, dass die Wärmeleitpaste jetzt bereits darunter ist, was ja sein muss, klebt das Ganze so ein bisschen. Ne? Jetzt nehme ich mein spezifisches Werkzeug, was da dabei war, womit ich hier den Lüfter befestigen kann. Drehe den ein bisschen ein auf der einen Seite. Das gleiche jetzt mache ich auf der anderen Seite. Dass er auf beiden Seiten so ein bisschen greift. Und dann drehe ich einfach immer abwechselnd fest. Auch hier wieder, das muss nicht abartig fest sein, aber es sollte halt auch nicht super leicht angezogen werden, sondern schon so, dass es eben handfest ist. Ihr könnt es auch so machen, dass ihr erstmal relativ sanft anzieht und wenn ihr dann beim Hochfahren merkt, die Temperatur ist relativ hoch im Idle, dann einfach noch mal ein bisschen nachziehen. Auf der anderen Seite entwickelt man da auch mit der Zeit einfach ein bisschen ein Gefühl dafür, wie fest kann man ziehen, wie fest muss man ziehen. Also hier hätte ich gesagt, ein bisschen weniger als handfest. Also wir haben hier ja auch eine gewisse große Übersetzung. Da eben eine entsprechende Hebelkraft hinter sitzt. Ja, jetzt ist deutlich ein Anschlagpunkt zu spüren und dann sollte man auch aufhören und nicht noch weiter versuchen, das festzudrehen. Ja, Anschlagpunkt ist da. So passt das. Wunderbar, haben wir auch den CPU montiert. Der nächste Schritt ist jetzt der Arbeitsspeicher. So, wir nähern uns langsam dem Ende unseres Builds. Hier jetzt der Arbeitsspeicher. Da habe ich, wie gesagt, nichts Besonderes genommen. Es ist ja lediglich, in Anführungszeichen, nur ein Workstation-Bild. 16 GB Arbeitsspeicher sind da ausreichend. Ich mache hier keine großes 3D-Rendering oder CAD oder andere speicherintensive Berechnungen. Das heißt, auf dem Rechner wird vor allem eben entwickelt und da sind 16 GB aktuell völlig ausreichend.
Bei der Speicherbelegung ist es auch wieder wichtig, im Mainboard zu schauen, welche Slots müsst ihr verwenden. Wenn ihr jetzt ein Zweifach-Kit habt, ist das eben relevant. Habt ihr ein Vierfach-Kit, stellt sich die Frage nicht. Ihr packt einfach in jeden Slot Speicher rein. Und wie gesagt, hier lohnt sich auch wieder ein Blick ins Mainboard oder beziehungsweise in die Mainboard-Beschreibung. Hier ist nochmal aufgeführt, welche Slots ihr belegen müsst, je nachdem wie viele Speichersticks ihr habt. Bei einem Stick steckt ihr in den B2-Slot. Bei 2 Sticks, wie es bei mir jetzt der Fall ist, verwendet ihr den B2 und den A2-Slot. Und wenn ihr 4 habt, wie gesagt, populiert ihr einfach oder steckt einfach in jeden Slot einen entsprechenden Riegel ein. Der B2 und der A2-Slot, das sind vom CPU aus gesehen die Slots, die in Anführungszeichen am weitesten entfernt sind. Bedeutet also, der erste Slot, der am nächsten am CPU ist der A1-Slot. Der nächste Slot, der zweite Slot, ist der A2-Slot. Das heißt, den belegen wir. Dann kommt der B1-Slot und dann kommt der B2-Slot. Und wir belegen eben sozusagen Slot 2 und Slot 4. Hier müsst ihr auch wieder darauf achten, es gibt eine etwas längere und eine etwas kürzere Seite. Für gewöhnlich ist es so, dass die Schrift der Module Richtung CPU zeigt. Dann müsste das passen. Hier auf eurem Mainboard, je nachdem, was für ein Mainboard ihr habt, müsst ihr gegebenenfalls, ich versuche das mal im Bild zu zeigen, diese Nase öffnen. Je nachdem, was für ein Mainboard ihr habt, kann es sein, dass ihr unten und oben eine Nase habt. Bei dem Mainboard ist es jetzt so, die oberen Nasen sind fest und lediglich die unteren Nasen lassen sich öffnen. Und hier sehen wir jetzt auch nochmal schön A2-Slot und B2-Slot. Dann, wie gesagt, nehmt ihr euren Speicherriegel. Da wir ja jetzt hier nur auf einer Seite eine Öffnung der Nase hervorrufen können und die hinteren Nasen statisch sind, führen wir die hintere Seite zuerst ein und nutzen dann hier die offene Seite, um unseren Stick einzuklipsen. Ich hoffe, man hat das jetzt auch gehört. Ich mache das nochmal und bin dabei ruhig, dass ihr das hören könnt. Es kommt normalerweise immer ein entsprechendes Klickgeräusch. Also wie gesagt, Schrift zur CPU meistens, beziehungsweise die kurze Seite ist dann in Richtung Mainboard-Ende. Auf der einen Seite den Verriegelungsschlapper öffnen. Teilweise gibt es 2, hier gibt es nur einen. Und dann achtet jetzt mal auf den Klick. Achtung! Da war dieser Klick. Jetzt ist es eingerastet und die 16 GB sind montiert. Damit sind wir also auch fertig. Das heißt, wir haben CPU montiert, Mainboard montiert, M2-Karte, Arbeitsspeicher ist drin, wir haben unsere grundlegende Stromversorgung angeschlossen. Was jetzt noch kommt, ist die Montage der Grafikkarte. Ich habe das Gehäuse jetzt nochmal gedreht, damit ihr hier einen besseren Blick habt auf die Slots. Ich verwende ja eine Quadro-Karte und auch diese Quadro-Karte ist eben ein 2-Slot-Design. Das bedeutet, wir müssen hier 2 Slots oder 2 Slotblenden frei machen, damit wir die Karte montieren können. Und in Bezug darauf, welche Slots oder Slotblenden wir freimachen müssen, die erste Slotblende, die kann montiert bleiben, die zweite und dritte, das sind die Blenden, die wir entfernen müssen. Und dafür ist es jetzt bei dem Gehäuse so, dass das hier auf der Rückseite befestigt ist und deswegen muss ich jetzt hier auf der Rückseite erstmal eine Blende abschrauben. Diese Blende auf der Rückseite ist mit einer einfachen Kreuzschlitzschraube befestigt und sorgt da dafür, dass die einzelnen Slots hier abgedeckt sind. Stimmt gar nicht, es gibt hier noch eine zweite Schraube, habe ich gerade entdeckt. Es sind also 2 Kreuzschlitzschrauben, die wir lösen müssen. Ist wie immer bei dem Gehäuse, sind das wieder die gleichen, der gleiche Typ von Schraube, auch wieder dieser Flachkopftyp. Jetzt habe ich beide Seiten gelöst und jetzt kann ich diese Blende hier wegnehmen. Die sitzt also, diese Blende sitzt oberhalb der einzelnen Slots und verdeckt die. Und erst jetzt habe ich eben Zugang oder kann die entsprechenden Schrauben erkennen. Hier oben sind Löcher, das heißt, ich kann mit meinem Schraubenzieher hier durchgehen.
Okay, kann ich nicht, weil der zu dick ist. Das heißt, ich muss hier eine Verlängerung einsetzen. Hoffe mal, dass die nicht... Die ist auch zu dick, hervorragend. Ja, grandios. Ich liebe es. Es geht auch nichts über das richtige Werkzeug. Ich gucke mal, ob ich da von der Seite rankomme. Es geht auch von der Seite, ist aber natürlich nicht ideal. Das heißt, am besten habt ihr hier einen Schraubenzieher, der einen dünnen, langen Kopf hat, sodass ihr hier durchkommt. Dann könnt ihr die Slotblende entnehmen. Wie gesagt, wir müssen 2 Slotblenden frei machen. Die auch wieder entnehmen. Und jetzt kann man die Grafikkarte eben entsprechend positionieren. Ich mache hier mal die Kabel ein bisschen weg. Hier ist auch wieder so, es gibt eine Verriegelung auf dem Mainboard. Versuche ich euch jetzt auch noch mal schnell zu zeigen. Für den Grafikkartenslot diese hier, diese Nase. Und die kann man nach unten drücken. Und jetzt ist es möglich, die Grafikkarte einzusetzen oder eben die PCI Express Karte. Das kann ja auch irgendeine andere Erweiterungskarte sein. Die PCI Express 16 nutzt, muss ja keine Grafikkarte sein. Dann hier oberhalb des Slots positionieren, das so ein bisschen in Position rücken. Hier gucken, dass da keine Kabel darunter sind. Hier war jetzt bei mir das Kabel von der CPU-Stromversorgung drunter. Und dann auch wieder mittig in den Slot drücken, bis wieder so ein Klick erhöht, also hörbar ist. Okay, hier gab es jetzt keinen Klick. Dennoch ist die Nase, die wir gerade eben geöffnet hatten, eingerastet. Ich habe jetzt einen anderen Schraubenzieher geholt, der eben hier vorne eine etwas längere, dünne Spitze hat, sodass ich auch in dieses Loch hier oben reinkomme, um die Schraube gerade einzudrehen. Ansonsten, wenn wir die jetzt da schräg eindrehen, das macht gar keinen Sinn. Jetzt ist unsere Karte gesichert und wir haben eigentlich erstmal alle Komponenten verbaut, die wir verbauen müssen. Ich möchte natürlich noch zusätzliche Lüfter einbauen, aber das ist dann ein späterer Schritt. Da würde ich euch einfach das Ergebnis zeigen, denn jetzt haben wir alles, was an Komponenten notwendig ist, damit das System bootet. Wir haben unser Netzteil, wir haben unsere Grafikkarte, wir haben die Arbeitsspeicher, den CPU, wir haben die Stromversorgung hergestellt. Was jetzt noch fehlt, ist die Stromversorgung der Grafikkarte und eben das I/O-Shield anschließen. Das ist aber ein Pille-Palle-Prozess. Ich denke, den muss ich nicht zeigen. Die Kabel sind ja alle beschriftet, sowohl auch die fürs I/O-Shield. Das heißt, ich verbinde das jetzt einmal und im nächsten Schritt schauen wir, ob das System bootet. So, jetzt nochmal ein ganz kurzer Zwischenbericht, bevor ich euch das gesamte System dann nachher zusammengebaut und verkabelt zeige. Ich habe jetzt einmal alles angeschlossen, wie gesagt, das war ja eben schon der Fall, und habe einmal gebootet. Und wenn wir jetzt schauen, das Bootbild zeigt an, erster Boot-up. Wir haben die komplette Anzahl des Arbeitsspeichers, was erkannt worden ist. Das sind also hier jetzt diese 16 GB. Und wir haben eine M2 erkannt, unsere Barracuda-Platte. Und das System meldet uns, es ist eine neue CPU erkannt worden, ganz klar. Es ist ja der erste Boot-up-Prozess, das heißt, wir gehen hier ins BIOS rein. Ich habe jetzt mal nur eine Tastatur angeschlossen. Mehr brauchen wir für den Anfang nicht. Hier sehen wir dann eben unser System nochmal im Überblick. Wir haben hier unseren Ryzen-Prozessor, der wurde komplett erkannt, und können dann jetzt eben hier unsere Einstellungen vornehmen. Wie gesagt, das nur ganz kurz für euch als Zwischeninformation. Das System ist also direkt gebootet. Wir hatten also alles richtig angeschlossen. Und wenn wir jetzt mal gucken, temperaturtechnisch, sind wir jetzt aktuell bei 36 Grad CPU. Das ist das, was ich vorher auch erwähnt habe. Wenn ihr beim ersten Booten seht, okay, die Temperatur des CPUs ist zu hoch, ist es ein Indiz dafür, dass entweder ihr die Wärmeleitpaste nicht richtig angebracht habt oder aber, was wahrscheinlicher ist, ihr nicht den CPU-Kühler fest genug auf dem Sockel installiert habt. Das heißt, da dann einfach nochmal prüfen. Im Idle sollte die Temperatur, je nachdem wie eure Umgebungstemperatur ist, ich sag mal so, wenn ihr einen Raum habt mit 25 Grad, sollte die CPU nicht mehr als deutlich 15 Grad drüber liegen. Also wenn jetzt
Das jetzt hier bei über 40 wäre das ein Zeichen dahingehend, dass der Lüfter vielleicht nicht richtig montiert ist. Wenn wir hier so bei 37 Grad uns befinden und ich habe hier eine Zimmertemperatur von ca. 24 oder so, ist das absolut in Ordnung. Wie gesagt, nur als kurze Info. Ich sage auch jetzt hier an der Stelle schon mal Tschüss, denn ihr habt gesehen, was man machen muss, um so ein System aufzusetzen. Was ich jetzt noch mache, sind nur noch optische Feinarbeiten eben mit Lüftern und Cable Management. Dann eben noch ein System installieren, also ein Windows, sprich USB-Stick rein und Windows installieren. Alles keine große Kunst heutzutage mehr. Und jetzt, wie gesagt, im Anschluss mache ich das noch fertig. Ich zeige euch am Ende des Videos jetzt noch ein paar schöne Bilder von dem fertigen System. Das heißt also von dem fertigen Cable Management, alles zusammengebaut. Möchte mich an der Stelle aber verabschieden. Hoffe, es war hilfreich für euch und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao!